Dieses Video erklärt, wie Profile in Helmut Housekeeper funktionieren. Über Profile lassen sich letzten Endes Jobs und Workflows steuern, sprich Profile werden auf Projekte angewandt, wie zum Beispiel Delete Project File. Das ist ein Profil. Es werden nur die Profile in der Übersicht angezeigt, die Gruppen zugewiesen sind. Sprich, wenn man ein Profil wie dieses hier hat und in einen leeren Bereich klickt, sieht man die Zugehörigkeit. Dieses Profil wird in allen existierenden Gruppen in diesem Fall angezeigt. Wenn ich jetzt dieses Profil aus der Newsgruppe entferne, wird dieses Profil auch unter Archive nicht mehr angezeigt. Schauen wir uns mal ein Profil an. Man kann jedes Profil mit einem Namen versehen. Man kann den Typen definieren. Hinter diesem Typen liegt ein Stream, sprich, wenn für den Typ Archive ein Stream angelegt worden ist, kann man ihn hier auswählen. Wenn man auf Consolidate zum Beispiel tippt, sind es dementsprechend andere. Man kann die Priorität des Jobs definieren, das heißt, mit welcher Priorität wird der Job im Dashboard abgearbeitet. Wenn es zum Beispiel mehrere unterschiedliche Profile gibt mit unterschiedlichen Prioritäten, werden natürlich immer die mit der höheren zuerst angefasst. Und im Falle von Housekeeper ist dieses auch ein sehr wichtiges Feature, denn in Housekeeper sollte man alle Jobs von derselben Render-Node abarbeiten lassen, respektive Jobs, die logisch zusammenhängen. Wenn es zum Beispiel Archive-Jobs gibt, in denen Assets bewegt werden und hierzu Cosmo befragt wird, respektive die Cosmo-Datenbank, dann sollten alle Jobs seriell abgearbeitet werden, damit die Datenbank auch immer up-to-date ist. Über Groups weist man ein neues oder ein existierendes Profil Gruppen zu, sprich die Anzeige in der Projektansicht. Wenn ein Profil einer Gruppe zugewiesen wurde, wird es angezeigt oder nicht. Hide from User nimmt das Profil generell aus dem Action-Menü weg. Das macht Sinn, wenn man zum Beispiel Profile über andere Streams ausführt. Hierzu gibt es zum Beispiel dann die Möglichkeit zu sagen, man erstellt einen Custom FX Stream, der ein Profil in Housekeeper auslöst und dieses Profil soll ausschließlich über FX ausgeführt werden, dann versteckt man es in Housekeeper vor dem User. Assign to Render Node definiert wie immer, von welchem Client dieser Job abgeholt wird, und hier bitte auch die anderen Videos zur Erklärung schauen.